Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich mich mit meinem W123 beschäftigen. Ich habe den Wagen bereits im Rahmen der Rostbeseitigung im Frontbereich zerlegt. Wenn du erfahren möchtest, was ich dort gefunden habe, kannst du dir gerne das Video anschauen, das ich oben in der Videokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ich werde gleich die Fahrzeugdemontage und die Rostsuche im Heckbereich fortsetzen. Ich werde an dieser Stelle folgende Teile abbauen: die Stoßstange, Rückleuchten, die Chromleiste, die Kofferraumverkleidung und die Kofferraumdichtung. Im ersten Schritt werde ich die Heckstoßstange demontieren. Die zwei Verschraubpunkte, die gelöst werden müssen, befinden sich hinter der Stoßstange unter den Rückleuchten, und zwar der erste hier, der zweite an dieser Stelle. Dafür wird ein Schlüssel benötigt, Schlüsselweite 17 mm. Und so sehen sie aus. Das ist die Fahrerseite und die Beifahrerseite sieht so aus. Und jetzt geht's los. So, hier komme ich leider nicht weiter. Die Mutter ist bombenfest. Ich habe sie schon mit dem Brenner erhitzt, trotzdem ohne Erfolg. Ich werde mir jetzt einen Mutternsprenger besorgen müssen. Link für das Werkzeug habe ich unten in der Videobeschreibung eingefügt. Und dann werde ich das weitermachen. Jetzt bleibt nichts anderes übrig. Ich mache an den Rückleuchten weiter. Der Abbau findet im Kofferraum statt. Im ersten Schritt muss ich die beiden Muttern hier lösen, damit das Gehäuse abgenommen werden kann. Jetzt kann ich den Stecker abziehen. So, damit sie nicht verloren gehen, werden sie wieder befestigt. Und jetzt werde ich hier die Schrauben lösen, Schlüsselweite 8 mm. Ich habe alle Schrauben gelöst. Jetzt kann ich die Rückleuchte entnehmen. So sieht das jetzt von außen aus. Jetzt muss ich nur noch die Abdeckung hier entfernen. Sie ist mit 3 Schrauben befestigt. Die werden auch aus dem Kofferraum entfernt. Das ist die Ausbeute. Hier gab es 2 Schrauben, Schlüsselweite 8 mm und eine Mutter, ebenfalls Schlüsselweite 8 mm. Und jetzt kann das Teil einfach entnommen werden. Die andere Seite ist auch schon fertig. Sie wurde selbstverständlich genauso gemacht. Jetzt sind die Kofferraumverkleidungen dran. Ich werde mit den Seiten beginnen. Die sind aus Kunststoff und mit Clipsen befestigt. Hier sehen wir einen. Der andere müsste hier sein. Bei mir fehlt er aber. Es wird also schneller gehen. Ich muss nur den einen entfernen. Dafür benutze ich ein Demontagewerkzeug, damit hier nichts beschädigt wird. Alle Werkzeuge habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Ganz vorsichtig. Genau. So sieht es aus. Und jetzt kann ich die Verkleidung rausnehmen. Die andere Seite ist auch schon fertig. Der Ablauf war selbstverständlich genauso. Auf der Seite haben sogar 2 Clipse gefehlt. Weiter geht's mit der Tankverkleidung. Es ist praktisch so eine Blechwand mit Filz verkleidet. Sie ist mit 4 Schrauben befestigt. 2 befinden sich unten. Einmal, zweimal, 2 weitere oben. Einmal und die zweite da in der Ecke. Und jetzt kann die Trennwand rausgenommen werden. Und jetzt ist das letzte Teil dran. Diese Verkleidung ist hier mit Schnappverschlüssen befestigt. Die müssen jetzt hier von innen gelöst werden. So, endlich fertig. Aber das war schon eine schöne Fummelei. Aber geschafft. Ja, jetzt ist die Dichtung dran. So, jetzt ist die Dichtung draußen. Jetzt kann der nächste Schritt folgen.
Die Chromleiste ist mit insgesamt 6 Schrauben befestigt. Sie befinden sich hier drin. Jetzt werde ich die Schräubchen entfernen. Schlüsselweite 7 mm. Und wenn ich fertig bin, dann gucken wir uns an, wie viel Rost sich hinten am Fahrzeug befindet. Und da muss man aber sagen, dass sie wirklich sich in einem sehr guten Zustand befindet. Sieht echt klasse aus. So, jetzt sehe ich gerade, ich muss noch aus dem Kofferraum was rausnehmen. Und da sieht man schon, was ich vergessen habe. Ich meine den Deckel und das Reserverad. Und eine sehr positive Überraschung. Die originalen Werkzeuge sind noch da und der Wagenheber. Der wurde wahrscheinlich noch nie benutzt. Und jetzt werde ich noch ganz schnell das Auto vom Staub und Dreck befreien. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Dann werden wir uns den Rost angucken. So, ich habe das Auto jetzt gesäubert und alles, was ich abbauen wollte, habe ich abgebaut. Eine Ausnahme, die Stoßstange. Ich brauche jetzt aber das passende Werkzeug, dann wird es auch funktionieren. Wir gucken uns trotzdem das Auto an und werden mit der Stoßstange anfangen. Also hinter der Stoßstange, da habe ich keine Auffälligkeiten festgestellt. So sieht es aus. Was kritisch ist, das ist die Stelle hier. Da hat sich schon der Rost gebildet und da war eine Durchrostung, also ein Loch. Das ist richtig ärgerlich, weil ansonsten sieht die Stoßstange top aus. Aber an der Stelle hat sich hier richtig viel Dreck gesammelt. Und das war praktisch Speicher für die Feuchtigkeit. Das hat dazu geführt, dass an der Stelle eine Durchrostung entstanden ist. Ja, jetzt muss ich schauen, ob ich mir eine neue Stoßstange kaufe oder ob ich die vielleicht noch reparieren kann. Ich meine schweißen und dann wieder verchromen. Du kannst mir gerne schreiben, was du an der Stelle machen würdest. Weiter geht's mit der Heckklappe. Also hier habe ich gar nichts gefunden. Das, was man hier sieht, das ist Dreck. Ansonsten gar kein Rost. Weder hier noch innen. Das sieht wirklich sehr gut aus. In diesem Bereich sieht die Heckklappe auch super aus. Also null Rost. Im Kofferraum genau das gleiche Bild. Alles ein bisschen mit Staub bedeckt. Ansonsten sieht alles richtig gut aus. Und jetzt hier weiter unten in der Reserveradmulde sieht alles genauso gut aus. Also gar kein Rostansatz, nur ein bisschen schmutzig. Also erstaunlich gut erhalten. Anders sieht es aus in den Kofferraumtaschen. Da sieht man sehr starken Rost und kräftige Durchrostungen. Das ist die Fahrerseite. So sieht es aus. Und die Beifahrerseite ist genauso stark betroffen. Oder vielleicht sogar noch stärker. Jetzt noch ein Blick von außen. Das ist der Sitz der Rückleuchte. Das sieht alles auch sehr, sehr gut aus. Hier ist auch nichts Auffälliges zu sehen. Das ist die Fahrerseite und die Beifahrerseite. Sie macht genau den gleichen guten Eindruck. Und jetzt gucken wir uns an, ob unter der Dichtung sich noch was versteckt hat. Aber hier sieht man auch keine Überraschung. Das sind nur die Kleberreste, sind Dreck, aber ansonsten auch hier nichts Außergewöhnliches. Die Beifahrerseite sieht genauso aus. Hier gibt es auch keine Auffälligkeiten. Und zum Schluss hier oben. Ja, ist dreckig, aber kein Rost. Und das ist das Wichtigste. Ja, und so sieht es aus. Und jetzt die Frage, ob ich zufrieden bin. Unter dem Strich ja. Es ist zwar mit der Stoßstange ein bisschen ärgerlich, aber wenn das richtige Werkzeug kommt, dann werde ich das auch noch lösen. Ansonsten die Taschen im Kofferraum, damit habe ich schon gerechnet, weil ich das von außen gesehen habe. Ansonsten der Rest macht wirklich erstaunlich guten Eindruck. Das ist meine Meinung. Schreib mir, wie du darüber denkst.
Würde mich freuen, wenn ich von dir ein Feedback bekomme. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir bitte einen Daumen hoch. Und wenn du noch mehr davon sehen willst, dann abonniere meinen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.